Hi, im heutigen Video will ich auf einige Punkte eingehen, die man beachten sollte, wenn man ein Lederprojekt mit der Hand näht. Als erstes Beispiel habe ich hier einen Visitenkartenhalter aus pflanzlich gegerbtem Leder, bei dem ich in Summe durch ca. 5 mm Leder nähen muss. Bei dieser Lederstärke würde ich immer einen Chisel nehmen, um die Nahtlöcher zu stanzen. Die Werkzeuge, die ich hier verwendet habe, sind Chisel aus der Proline von Crafttool. Wie ihr hier seht, sind sie ausgezeichnet mit einem 2 mm Abstand zwischen den einzelnen Zähnen. Das ist aber das lichte Maß. Der eigentliche Abstand zwischen den Zahnspitzen ergibt 4 mm. Wer längere oder kürzere Stiche optisch bevorzugt, sollte dies beim Kauf beachten. Dann brauchen wir noch eine Schwertahle. Die Größe des Schwertahlenblattes sollte der Größe des verwendeten Chisels entsprechen. Es bringt ja nichts, wenn man eine saubere Nahtlinie mit dem Chisel erzeugt und diese nachher mit einer zu großen Schwertahle ruiniert. Ahlenblätter gibt es in verschiedenen Größen, also sollte man beide Werkzeuge aufeinander abstimmen. Passend dazu brauche ich ein gewachstes Handnähgarn, es sei denn, ich möchte ein Garn nehmen, was ich von Hand wachse. Aber es gibt ja genug Garne auf dem Markt, die schon vorgewachst sind. Ich nehme für dieses pflanzlich gegerbte dicke Leder immer gerne das Handnähgarn von Ritza, hier in 0,8 mm Stärke. Dann brauche ich passend dazu die Nähnadeln. Es bringt auch da wieder nichts, eine Nähnadel zu nehmen oder eine Sattlernadel, deren Öse nur mit Mühe durch das Loch des Chisels geht. Also zusammengefasst, ich schaue mir erst an, welches Leder ich nähen möchte, mit welcher Lederstärke, wähle daraufhin aus, ob ich einen Chisel oder einen Pricking Iron nehme. Bei diesem pflanzlich gegerbten Leder nehme ich eigentlich immer einen Chisel mit einer passenden Ahle, wähle die Größe der Sattlernadel aus und wähle die Breite des Garnes aus. Das zweite Projekt wieder ein Visitenkartenhalter mit dem gleichen Schnittmuster aus viel weicherem mineralisch gegerbtem Leder, welches auch viel dünner ist. Bei dünnerem Leder möchte ich eine feinere Naht. Deshalb wähle ich hier ein Pricking Iron. Diese gibt es von verschiedensten Anbietern, ein paar, die ich empfehlen kann, liste ich euch hier mal auf. Ich weiß, dass diese Werkzeuge sehr, sehr teuer sind. Man braucht ja je nach Projektgrößen, die man in der Regel hat, ein Iron mit 6, 8, 10 oder vielleicht auch 12 Zähnen plus eins mit 2 Zähnen für Rundungen bzw. Kurven. Oft gibt es diese aber auch im Set. Macht nicht den Fehler und kauft so ein Set für 30, 40 Euro bei eBay. Die Zähne sind ganz miserabel geschliffen. Ihr ruiniert euch damit euer Leder, das ist rausgeschmissenes Geld. Es gibt übrigens auch passende Schwertahlenblätter für einen Pricking Iron. Da dieses Werkzeug eher Schlitze produziert, brauche ich dort auch ein Schwertahlenblatt, was auch nur schlitzförmig geformt ist und nicht rauten- oder diamantförmig wie bei unserem Chisel. Passend dazu wähle ich wieder eine kleine Nähnadel und nehme diesmal auch ein anderes Garn. Hier habe ich von der Firma Macy das Xiongé, oder wie man das auch immer ausspricht, Garn gewählt. Das wird hier angezeigt mit Größe M50, das entspricht ungefähr 0,55 mm. Ein rund geflochtenes Handnähgarn, leicht gewachst. Gibt es in zig verschiedenen Farben, wie ihr hier seht, sogar auch in meliert. Ein wunderbares Handnähgarn für feine Nähte. Natürlich gibt es das auch noch in schmaler, wer es möchte. Auch hier passend das Endergebnis. Alle Werkzeuge bzw. Hersteller derselben werde ich wieder unten in die Videobeschreibung schreiben. Auch natürlich Bezugsquellen dazu. Wer noch Fragen hat, bitte in die Kommentare schreiben. Ich werde mein Möglichstes geben, diese Fragen zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.